Der Hahn. Der Hahn. Der Hahn. Der Hahn, auch Gockel genannt, ist ein männliches Haushuhn. Die Kuh. Die Kuh. Die Kuh. Eine Kuh ist ein weibliches Hausrind, das bereits mindestens einmal ein Kalb zur Welt gebracht hat. Der Esel. Der Esel. Der Esel. Ein Esel ist ein Säugetier aus der Familie der Pferdeartigen. Das Pferd. Das Pferd. Das Pferd. Das Pferd ist ein großes Säugetier und gehört zu den Unpaarhufern. Das Schaf. Das Schaf. Das Schaf. Ein Schaf ist ein Säugetier und eines der ältesten Nutztiere der Menschen. Die Ziege. Die Ziege. Die Ziege. Die Ziege liefert Milch, Fleisch und Leder, gilt als sehr neugierig sowie geschickte Kletterin und lebt in Herden. Das Huhn. Das Huhn. Das Huhn. Der Mensch hält das Huhn weltweit auf Bauernhöfen oder in Gärten, weil es Eier legt und Fleisch liefert. Das Schwein. Das Schwein. Das Schwein. Das Schwein ist ein Säugetier und gehört zu den Paarhufern. Schweine sind sehr klug, sozial und Allesfresser. Die Ente. Die Ente. Die Ente. Das Wort Ente bezeichnet in erster Linie einen Wasservogel aus der Familie der Entenvögel. Darüber hinaus hat der Begriff im Alltag noch weitere Bedeutungen, etwa als Redewendung oder als Fahrzeugbezeichnung. Der Hund. Der Hund. Der Hund. Der Hund stammt vom Wolf ab und ist das älteste Haustier des Menschen, das heute in vielen verschiedenen Rassen als treuer Begleiter, Helfer oder Familienmitglied lebt. Die Katze. Die Katze. Die Katze. Eine Katze ist ein kleines, pelziges Säugetier und gehört zu den Raubtieren. Sie ist als Hauskatze eines der beliebtesten Haustiere der Menschen. Das Lama.
Das Lama. Das Lama. Das Lama ist ein großes, sanftmütiges Säugetier aus der Familie der Kamele. Anders als Verwandte in Wüsten haben Lamas keine Höcker. Der Truthahn. Der Truthahn. Der Truthahn. Ein Truthahn, auch Puter oder männliches Truthuhn genannt, ist ein großer Hühnervogel aus der Familie der Fasanenartigen. Die Art stammt ursprünglich aus Nordamerika, wo sie bereits von den indigenen Völkern domestiziert wurde. Die Pute. Die Pute. Die Pute. Die Pute, auch Haustruthhuhn genannt, ist ein großes Hausgeflügel und stammt vom wilden Truthahn aus Nord- und Mittelamerika ab. Die Gans. Die Gans. Die Gans. Eine Gans ist ein großer Wasservogel aus der Familie der Entenvögel. Sie hat einen langen Hals, Schwimmhäute und ein dickes Federkleid. Das Männchen heißt Ganta, das Weibchen Gans und das Baby Gössel. Das Gansküken. Das Gansküken. Das Gansküken. Ein Gänseküken ist das Junge einer Gans. Gänseküken sind Nestflüchter. In der Fachsprache und in der Landwirtschaft nennt man ein junges Gänseküken auch Gössel. Das Entenküken. Das Entenküken. Das Entenküken. Ein Entenküken ist das kleine Baby einer Ente. Sie schlüpfen aus Eiern, haben ein weiches Flaumgefieder und können schon nach wenigen Stunden laufen und schwimmen. Das Kaninchen. Das Kaninchen. Das Kaninchen. Ein Kaninchen ist ein kleines, pflanzenfressendes Säugetier aus der Familie der Hasenartigen. Es hat lange Ohren, ein weiches Fell und kräftige Hinterbeine zum Hüpfen. Das Kalb. Das Kalb. Das Kalb. Ein Kalb ist das Neugeborene oder junge Hausrind im ersten Lebensjahr. Ein Rind gilt bis zu einem Alter von etwa 12 Monaten als Kalb. Das Pony. Das Pony. Das Pony. Ein Pony ist ein kleinwüchsiges Pferd mit einer Schulterhöhe, Stockmaß, von maximal 1,48 Meter. Das Maultier. Das Maultier. Das Maultier. Ein Maultier, auch Muli genannt, ist das Kreuzungsprodukt
aus einer Pferdestute und einem Eselhengst. Es ist ein unfruchtbares Hybridtier, das die Ausdauer und die Trittsicherheit eines Esels mit der Kraft eines Pferdes verbindet. Der Stier. Der Stier. Der Stier. Der Stier bezeichnet in seiner Grundbedeutung ein männliches, nicht kastriertes Hausrind, auch Bulle genannt, das geschlechtsreif und fortpflanzungsfähig ist. Der Ochse. Der Ochse. Der Ochse. Ein Ochse ist ein männliches, kastriertes Hausrind. Da die Tiere früh kastriert werden, verlieren sie ihr aggressives Verhalten. Sie sind viel ruhiger und friedlicher als unkastrierte Stiere oder Bullen. Der Hirsch. Der Hirsch. Der Hirsch. Ein Hirsch ist ein großes, wildes Säugetier aus der Familie der Geweihträger. Das männliche Tier trägt ein großes Geweih, das jedes Jahr neu wächst. Der bekannteste bei uns ist der Rothirsch. Der Pfau. Der Pfau. Der Pfau. Ein Pfau ist ein großer, prächtiger Vogel aus der Familie der Fasanenartigen. Bekannt ist vor allem der blaue Pfau, dessen Männchen lange, bunt leuchtende Schwanzfedern mit einem augenförmigen Muster besitzen. Sie können diese Federn fächerförmig als Rad aufstellen. Das Hühnchen. Das Hühnchen. Das Hühnchen. Das Hühnchen oder auch Hähnchen ist die kleine Form von das Huhn. Es handelt sich hier um eine Zuchtform des Bankiwa-Huhns. Die Taube. Die Taube. Die Taube. Die Tauben sind eine große Familie von Vögeln. Sie sind meist grau, blaugrau oder braun. Sie nisten oft in Städten, Stadttaube, oder werden als Haus- und Brieftauben gehalten. Die Biene. Die Biene. Die Biene. Eine Biene ist ein kleines, fliegendes Insekt mit schwarz-gelben Streifen. Sie gehört zu den Hautflüglern. Bienen sind sehr wichtig für die Natur, weil sie die Blüten besuchen und dabei die Pflanzen bestäuben.